Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und in diesem Video sprechen wir über die Benutzerprofile, eines der am meisten gewünschten Videos der letzten Zeit. Benutzerprofile gibt es seit der ME3 und wir schauen uns das heute gemeinsam an. Auf geht's! Wenn man sich das Thema User-Profile beim Škoda Enyaq anguckt, dann sagt mir mein Bauchgefühl, wird das zu viel sein, um es in einem Video abzuhandeln. Denn das Thema kann man sehr breit und sehr tief betrachten. In diesem Video geht es daher auch um das Anlegen eines neuen Benutzers, aber nicht um das Anlegen des Hauptbenutzers. Wir gucken uns so das Löschen an und wie man ein Bild zum Benutzer hinzufügen kann und werden einfach mal willkürlich ein paar Einstellungen ausprobieren und gucken, ob die auf einem Profil landen oder nicht. Und wir schauen uns auch die MyŠkoda-App an. Aber wenn man nur kurz drüber nachdenkt, dann könnte man sich ja auch die Frage stellen, gut, mehrere Benutzer in einem Enyaq sind das eine, aber wie sieht es aus, wenn mein Benutzer in einem anderen Enyaq sich anmeldet und registriert? Und wenn man auch weiter über die Menge der Einstellungen nachdenkt, dann merkt man auch schnell, das passt nicht in ein Video. Das ist viel zu viel für ein Video. Die ganzen Einstellungen, die man an so einem Enyaq machen kann, das muss man auch separat betrachten. Und eben auch das Anlegen und Registrieren als Hauptbenutzer ist nicht Teil des Videos. Das sollte eben bei eurem Händler längst gelaufen sein. Das müsste bereits für euch erledigt sein. Von daher gucken wir uns ganz fokussiert diese Themen an, die dieses Video hat. Und eben, ich bin mir ziemlich sicher, weitere Videos werden folgen. Und nun starten wir einfach mal mit dem Anlegen eines weiteren Benutzers. Wenn wir einen neuen Benutzer anlegen wollen, dann starten wir jetzt einfach mal hier im Auto in dem neuen Menü Nutzer. Ich bin als Hauptnutzer bereits registriert. Wir gehen auf den Punkt Andere. Wir sehen, es gibt hier auch den Gastbenutzer und jetzt fügen wir hier einfach einen Benutzer hinzu. Ihr bekommt hier relativ genau mitgeteilt, wie das Ganze funktioniert, nämlich zuerst die App installieren, dann bei Škoda Connect registrieren und dann im Fahrzeug anmelden. Klar, die ersten beiden Schritte könnte man theoretisch noch drehen, weil ihr könnt euch mit einem neuen Benutzer entweder in der App registrieren, wenn ihr noch keinen Account habt, oder auch auf der Webseite www.škoda-connect.com. Aber wir machen das einfach mal von der App. Ich habe hier ein zweites Smartphone, auf dem habe ich die MyŠkoda-App schon runtergeladen. Die ist diesmal auf Englisch eingestellt für meine englischen Zuschauer, aber die App sieht ja in allen Sprachen gleich aus. Das heißt, als erstes gehen wir hier auf Create Account und ich habe dafür einen Testnutzer kreiert, der heißt UPT1 und den melden wir jetzt hier mal an, indem wir mit ihm einen Account erstellen. Dann geht es direkt weiter. Ich akzeptiere die entsprechenden Vereinbarungen und jetzt verifiziere ich kurz in meiner Inbox diesen zweiten Account. Jetzt kann ich mich hier entsprechend mit dem Account anmelden, indem ich sage Return to Login, Next. Und wenn ihr das gemacht habt, fragt ihr euch, gebt ihr den Zugriff auf das Basisprofil Allow oder erlauben, dann habt ihr jetzt einen neuen MyŠkoda-Account erschaffen. Ihr seid damit noch nicht mit dem Fahrzeug in irgendeiner Weise verbunden. Das ist dann der letzte Schritt. Das seht ihr auch hier. Es ist kein Fahrzeug vorhanden. Und jetzt sagen wir hier genau das, Fahrzeug hinzufügen. Und das ist der Moment, wo ihr jetzt hier im Fahrzeug weitermacht und auf Anmelden geht. Denn dann wird euch jetzt hier gleich ein Barcode eingeblendet und den müsst ihr dann hier scannen. Alternativ, ihr könntet die VIN-Nummer auch von Hand eingeben, aber ist ja viel zu umständlich. So, der Barcode ist da. Den Barcode scannt ihr mit eurem Smartphone einfach ein. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr weitere Zugriffsrechte erteilen auf den Benutzer. Ihr sagt wieder erlauben und jetzt werdet ihr als Benutzer mit eurem Škoda Connect Account auf dieses Fahrzeug hinzugefügt. Auch hier kommt eine Abfrage, darf er die Ausweisnummer abrufen? Ihr könnt einfach erlauben sagen. Und jetzt müsst ihr einen zweiten QR-Code scannen, der hier oben erscheinen wird. Scannt ihr diesen zweiten QR-Code ein. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr mit dem Fahrzeug verbunden. Auch hier wieder bestätigen.
Und jetzt fragt ihr euch, möchtet ihr Škoda Connect entsprechend aktivieren? Ja, next. Lasst euch jetzt nicht hiervon irritieren, dass da steht, abbrechen, noch einmal versuchen. Wartet. Jetzt müsst ihr hier euer Profil erst vervollständigen, bevor es da weitergibt. Euer Profil besteht halt aus einem Namen und auch einem Nickname. Und wenn ihr das ausgefüllt habt hier, dann müsst ihr noch eure S-Pin, euren Sicherheitspin kreieren. Dann ist das Profil soweit vollständig. Dann könnt ihr hier noch euer Einverständnis geben, dass Škoda gewisse Daten verarbeitet. Geh auf Speichern und damit habt ihr dann den Prozess hier in der App beendet, wenn es denn weitergehen würde. Jetzt geht es leider nicht weiter. The operation was unsuccessful. Das verstehe ich gerade nicht, weil das hat auch schon mal funktioniert. Und spannend, ich habe jetzt die Fehlermeldung weggedrückt und schaut mal hier. Jetzt hat es funktioniert. Das ist mir bei vorherigen Tests nicht passiert, war jetzt das erste Mal, kann natürlich an den Škoda-Servern liegen. Ich bestätige hier mit OK und ihr seht, es ist kein Fahrzeug da. Und ihr seht auch noch, dass das hier da ist. Ich gehe jetzt hier einfach auf noch einmal versuchen, nachdem ich alle Schritte in der App gemacht habe. Und wir merken, hier hat sich schon eine Einstellung verändert und da ist unser Benutzer UPT1 im Fahrzeug registriert, trotz aller Fehlermeldungen. Alles funktioniert soweit. Ihr habt einen neuen Benutzer angelegt. Das Hinzufügen eines eigenen Bildes zu eurem Nutzerprofil geht am besten online auf der Škoda Connect Webseite. Ich habe die hier einfach mal aufgemacht. Hier geht es darum, wie ihr jetzt zu eurem Account, das ist hier oben das Symbol, in eurem Profil ein entsprechendes Bild setzen könnt. Und das macht ihr hier. Und jetzt könnt ihr hier oben das Bild bearbeiten, könnt hier ein Bild entsprechend hochladen und das wird euch dann im Auto angezeigt. Auch das können wir kurz machen, Bild ändern. Ich nehme jetzt einfach noch ein Bild von mir, passe das entsprechend an, sage so, das ist der Benutzer UPT1 und damit ist es gesetzt. Besonders spannend ist natürlich, welche Einstellungen unsere Škoda Enyaq jetzt auch wirklich auf die Benutzerprofile geschrieben werden. Ich bin hier mit dem UPT1-Benutzer angemeldet und während ich hier in etwas beschleunigter Ansicht durch die einzelnen Menüs gehe, lese ich euch einfach vor, was ich einstelle, damit das Video nicht unnötig lang wird. Ich mache Einstellungen beim Fahrzeug, einmal außen, einmal innen. Ich mache Einstellungen bei den Assistenten, ich mache Einstellungen bei der Musik, bei den Radiosendern und beim Klang. Ich werde bei der Ambientebeleuchtung die Helligkeit und auch die Farbe einstellen. Ich werde im Ladenmenü den Battery Care Modus aktivieren. Ich nehme Klimaeinstellungen vor, also wie warm hätte ich es gern im Auto. Ich wähle unter Setup einen anderen Bildschirmhintergrund und auch ein paar andere Optionen. Ich stelle natürlich die Sitze ein bzw. den Fahrersitz ein und ich kümmere mich um ein paar Einstellungen in der Navigation. Und die sollten jetzt nach meiner Vorstellung alle auf das entsprechende Profil von UPT1 gespeichert werden. Ob das wirklich passiert und wie das jetzt vor allem bei meinem Hauptnutzer Mats aussieht, das schauen wir uns jetzt in Echtzeit an. Wechseln wir zum Hauptbenutzer. Ich steige in mein Auto ein und werde mich jetzt als Mats anmelden und nicht als UPT1. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier sage Nutzerwechsel, Hauptbenutzer Mats. Ah ja, ich vergesse immer, dass es nur bei Zündung eingeht. So, was ich schon mal merke, die Sitzposition wird auf jeden Fall korrekt eingestellt. Das ist gut. Die Bestätigung muss ich natürlich auch noch machen. Und was wir da sehen, gefällt mir jetzt allerdings schon weniger. Fangen wir einfach vorne an. Was ist beim Thema Fahrzeug? Außen, wir erinnern uns, Fahrlicht. Bei mir sind alle Optionen an. Sowohl das Komfortblinken als auch das Licht bei Regen, als auch der Dynamic Light Assist. Das ist sehr gut. Gucken wir mal im Innenraum. Head-Up-Display. Ja, die sind jetzt hier auch ausgeschaltet. Die scheinen also nicht im Profil gespeichert zu werden. Und gucken natürlich auch noch beim Innenlicht. Da haben wir hier 80%. Das scheint also gespeichert zu werden. Machen wir weiter mit den Assistenten. Die sehen alle aktiviert aus, das ist gut. Der Lane Assist ist aktiviert, der Müdigkeitsassist ist aktiviert. Gucken wir noch hier rein. Und auch das hat er sich gemerkt, der Haken ist noch drin und der zuletzt gewählte Abstand auch.
Weiter zum Thema Musik. Radio. Den letzten Radiosender von mir hat er sich nicht gemerkt, das war nicht Vintage Radio, da wird also einfach der zuletzt Gehörte genommen. Gucken wir in die Favoriten, die sind überschrieben. Die Favoriten scheinen also nicht auf dem Profil zu sein, das sind die, die ich ja gerade mit dem UPT1 gesetzt habe. Gehen wir weiter zum Klang. Beim Klang sehen wir, okay, er hat auch das gelassen und auch das. Also scheinbar werden die Klangeinstellungen auch nicht auf das Profil gespeichert. Geht's weiter zur Ambientebeleuchtung, wobei die sich schon ein bisschen verraten hat. Es ist ja rot. Ja, sie steht hier noch auf individuell. Das ist super, das muss auch so sein. Und die Helligkeit ist auf 100%. Die hat er sich auch gemerkt von meinem Hauptbenutzer. Weiter geht's mit dem Thema Laden. Wir erinnern uns, der Battery Care Modus, der war bei mir aus, ist jetzt an, scheinbar nicht auf dem Profil gespeichert. Was wir aber sehen, das Klima wird auf dem Profil gespeichert, denn beide sind jetzt off. Hier müsste sonst 24 Grad stehen. Gehen wir rüber zum Setup, obwohl sich das auch schon verraten hat. Ich habe im Hintergrund Facette und nicht Strom. Er hat also den Hintergrund nicht auf dem Profil gespeichert. Ebenso wenig die Einstellungen für diese beiden Töne. Auch das hat er entsprechend übernommen vom UPT1. Und dann gehen wir noch zur Navigation. Die Karteneinstellung verrät auch schon, das hat er auch übernommen. Die Reichweite ist aus, der Nachtmodus ist an. Gucken wir hier ins Setup bei der Zielführung, dann sehen wir auch hier, die beiden Optionen sind jetzt aus. Gucken wir bei den Navigationsansagen, auch das ist aus. Und gucken wir noch bei den Grundfunktionen in die bevorzugten Ziele, ist das aktiviert. Da ist also nichts ins Profil gespeichert. Der letzte Blick geht zu den Zielen und man sieht, wir haben auch dort den Favoriten, den ich mit dem anderen Benutzer eingerichtet habe. Das ist schon mal ziemlich interessant, was wir gerade gesehen haben, dass ja doch sehr viele Einstellungen eben nicht gespeichert sind und jetzt von UPT1 auch wieder im Profil von Mats zu sehen sind. Doch wir machen natürlich auch nochmal die Gegenprobe, wenn wir von dem Profil Mats zurück auf UPT1 wechseln. Auch das kürze ich wieder für euch ab. Ihr seht es wieder in Zeitraffer laufen. Und dabei ist vor allem eins auffällig, dass sich nämlich im Bereich der Assistenten wieder etwas verändert hat. Und zwar hat er nicht, wie ich erwartet hätte, die Assistenten vollständig gespeichert. Er hat sie nämlich jetzt wieder vom Hauptprofil übernommen. Wie ihr vielleicht initial gesehen habt, bei UPT1 hatte ich den Lane Assist und die Müdigkeitserkennung ausgeschaltet. Die sind jetzt wieder eingeschaltet bei UPT1 nach einmal Wechsel auf den Hauptnutzer und zurück. Also da scheint irgendein Fehler vorzuliegen. Was er sich aber gemerkt hat, das war bei der Distanzkontrolle meine Einstellung groß und dass er eben nicht den letzten Wert übernehmen soll. Ziemlich ungereimt. Und ich habe hier allerdings keine weiteren Einstellungen mehr gefunden, wo das passiert ist, was einfach auch schlichtweg daran liegt, dass eben die meisten Einstellungen gar nicht erst gespeichert werden. Ich bin als UPT1 angemeldet und jetzt passe ich mir hier einfach mal die Oberfläche an. Ich beginne mit den Menüpunkten, die man ja bekanntlich verschieben kann und das mache ich jetzt auch, indem ich hier einfach mal ein paar Menüpunkte wild durcheinander schiebe. Wir merken uns jetzt einfach Assistenten vorne links, daneben der Nutzer. Dann passe ich mir als nächstes hier unten die Favoriten an. In der Favoritenleiste fliegt für mich der mittlere raus und hier auf den linken lege ich mir die Navigation. Als nächstes passe ich mir hier oben die Favoritenleiste an, indem ich einfach sage, da möchte ich was anderes haben, statt Aircare die Ambientebeleuchtung, statt Umluft stumm. Und dann passen wir natürlich auch hier noch die Widgets an. Ich passe einfach mal die Seite an und sage, UPT1 möchte das nicht und das nicht. Stattdessen hätte ich hier gerne das Telefon, das Radio und das Setup. Und hier hinten packe ich mir einfach mal dieses Widget hin. So. Und jetzt gucken wir einfach mal, was merkt er sich davon und was merkt er sich davon nicht. Und bevor ich es vergesse, eine Sache ist natürlich auch noch wichtig, das ist da vorne das Head-Up-Display. Das verstelle ich jetzt natürlich auch noch geschwind, indem ich ihm hier sage, ich möchte bei dem Head-Up-Display eine andere Position haben. Ihr seht, ich senke die ganz weit nach unten ab. Ja, ich kann es kaum noch erkennen. Und jetzt heißt es wieder Profilwechsel und schauen, was passiert ist. Wechseln wir den Benutzer zurück zu mir als Hauptnutzer und gucken, was passiert.
Ich bin gespannt, ob er sich davon irgendwas gemerkt hat. Allerdings sieht das gerade noch nicht so glücklich aus. Was wir als erstes merken, die Widgets sind genau die gleichen wie gerade beim UPT1. Scheinbar werden also die Widgets nicht auf das Profil gespeichert. Wir sehen auch, die unteren Favoriten sind die gleichen wie bei UPT1. Auch da ist nichts gespeichert worden. Schauen wir doch mal in die oberen Favoriten. Auch dort sehen wir, ist das, was der UPT1 hatte und nicht mehr das, was ich hatte. Auch das ist nicht gespeichert worden. Und wir sehen auch das Menü und die neue Reihenfolge ist nicht gespeichert worden. Fazit also, ich kann auf die Gegenprobe hier schon mal komplett verzichten, weil ganz ehrlich, von sämtlichen Oberflächen ist nichts gespeichert worden. Bleibt ja noch die Frage, was ist mit dem Head-Up-Display, und wenn ich nach vorne gucke, nein, das ist auch noch in der tiefen Position. Auch das Head-Up-Display landet nicht auf dem Profil. Ich habe jetzt auf den Gast gewechselt, da gibt es ja nur ein Benutzerkonto. Und so wie es aussieht, hat er einfach alle Einstellungen von UPT1 übernommen. Das sehen wir einmal am Hintergrund, das merke ich an der Sitzposition und auch hier entsprechend an den Einstellungen. Wenn wir zum Beispiel mal zu den Assistenten gehen, ist das alles genauso wie bei UPT1. Dementsprechend finde ich es jetzt spannend, was passiert, wenn ich auf meinen Hauptnutzer wechsle und von dem dann in den Gastmodus gehe. Der Sitz wird gerade verstellt, soweit, so gut, okay. Und jetzt habe ich auch einen sehr interessanten Zustand hergestellt, oder? Scheinbar waren gerade kurzfristig beide Nutzer aktiv, aber er hat es gemerkt und jetzt den Gast deaktiviert. Wir sehen am roten Hintergrund, er hat definitiv die Ambientebeleuchtung gezogen. Und jetzt stelle ich von Mats um auf Gast und dann gucken wir mal, was passiert. Und scheinbar übernimmt er jetzt exakt meine Einstellungen. Auch das nochmal mit dem Assistenten hier geprüft. Ja. Daraus folgt, wenn ihr also den Gastmodus im Škoda Enyaq benutzt, dann hat der grundsätzlich die Einstellungen des letzten angemeldeten Benutzers. Sprechen wir über die Nutzung der MyŠkoda-App für den Hauptnutzer und für die weiteren Nutzer. Der Gast selber kann sie nicht benutzen. Wir alle kennen diese App-Funktionen und diese App-Ansicht als Hauptnutzer, wo wir relativ viele Funktionen haben, den Status, die Navigation und mehr und entsprechend auch hier Einstellungen vornehmen können. Diese lustige Warnung mit der Wartung kommt auch irgendwie immer, es funktioniert ja dann meist trotzdem. Wenn wir jetzt allerdings die andere App nehmen, ich bin hier in dieser App, die ihr seht, gerade angemeldet als UPT1, also der dort, dann passt das soweit ganz gut. Nur das passt nicht. Hier ist kein Fahrzeug zu sehen. Und wenn ich sage Refresh the Garage, dann ist da immer noch kein Fahrzeug. Das heißt, im Auto ist der Benutzer vorhanden, in der App fehlt er. Ich kann jetzt auf Add, also hinzufügen gehen, dann will er wieder, dass ich das Ganze nochmal durchspiele. Das ist irgendwo ein bisschen lächerlich. Jetzt könnte es natürlich sein, dass die App einfach ein bisschen Verzögerung hat. Darum habe ich einen Tag gewartet und teste jetzt nochmal, ob das Fahrzeug mittlerweile in der App ist. Denn online bei MyŠkoda Connect sehe ich es ja. Der Benutzer ist auch im Auto, aber wir sehen hier, da ist das Auto immer noch nicht, das heißt, die App kann ich hier immer noch nicht benutzen. Was ich jetzt noch ausprobiere ist, ich gebe die VIN-Nummer jetzt einfach mal von Hand ein. Nach Eingabe der VIN-Nummer von Hand komme ich zu diesem Bildschirm. Ich sage einfach mal weiter und jetzt gucken wir mal, was passiert. Das sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus, aber ob das Auto jetzt wirklich da ist, naja, bis jetzt nicht. Ich bekomme einen neuen Screen, es gibt bereits einen Hauptbenutzer. Und jetzt kann ich sagen, ich bin der Hauptbenutzer oder ich bin ein Gastbenutzer. Jetzt sage ich Gastbenutzer und ihr seht, was ich machen soll. Ich soll ein Gastbenutzer werden, indem ich dieses hier durchführe. Das machen wir jetzt auch. User oder Nutzer. Dann soll ich auf Other oder andere gehen und hinzufügen klicken. Was aber witzig ist, weil der Nutzer ist ja eigentlich schon da. Aber das können wir ja mal machen. Und dann machen wir jetzt hier weiter. Und dann kommt ja als nächstes Scan Code. Nach einer gewissen Wartezeit ist dann der Code auch da. Ich habe ihn gescannt und siehe da, Confirm Login, yes. Und jetzt bin ich erfolgreich angemeldet. Das finde ich gut.
Ja, aber hier ist das Fahrzeug immer noch nicht. Ob jetzt einfach an diesem Sonntag, wo ich das Video drehe, die Skoda-Server offline sind oder das ein generelles Problem ist, weiß ich nicht. Ich habe es nicht hinbekommen, mit einem weiteren Nutzer die MySkoda-App zu verwenden. Ich sehe sie nur auf meinem Hauptbenutzer. Und eventuell habe ich aber auch irgendetwas vergessen freizugeben oder einzustellen. Schreibt mir doch auch hier mal in die Kommentare. Habe ich einen Fehler gemacht? Vielleicht bin ich ja wirklich einfach nicht clever genug dafür oder geht es euch genauso? Wenn ihr einen Benutzer löschen wollt, dann macht ihr das in der Nutzerübersicht. Die ist im Menü unter Nutzer zu finden. Dann geht ihr hier auf Andere und dann gibt es hier oben die Möglichkeit zu editieren. Wenn ihr darauf geht, kommen diese kleinen Mülleimer. Dann könnt ihr einfach den Mülleimer antippen und sagen, dieses Benutzerkonto wird aus dem Fahrzeug gelöscht und dann sagt ihr OK. Und damit ist das Benutzerkonto auch entfernt worden. Wenn ihr den Benutzer so aus dem Auto rauslöscht, wie gerade gezeigt, dann existiert sein Skoda Connect Account weiterhin. Er ist lediglich nicht mehr mit eurem Auto verbunden. Wenn ihr diesen Account bei Skoda Connect auch noch löschen wollt, dann könnt ihr das entweder in der App machen, in eurem Benutzerprofil, oder ihr macht es auf der Skoda Connect Webseite. Wenn ihr im Auto noch als Benutzer registriert seid und euren Account löscht, dann verschwindet der Account bzw. das Profil auch im Auto. Es braucht eine Zeit, bei mir hat es so 2-3 Minuten gedauert, nachdem ich den Account gelöscht habe, dann war der Benutzer auch im Auto verschwunden. Lang genug habe ich für dieses Video im Auto gesessen, darum stehe ich jetzt mal daneben für das abschließende Fazit. Ich habe sehr gemischte Gefühle, was die Benutzerprofile angeht. Einerseits bin ich froh, dass wir sie haben und es so überhaupt erstmal möglich ist, für unterschiedliche Benutzer dieses Autos unterschiedliche Sachen zu speichern. Doch andererseits erscheint mir das System noch nicht ausgereift. Viele Sachen werden gar nicht gespeichert, obwohl es elementar wichtig wäre. So Einstellungen wie ein Head-Up-Display oder aber auch der Klang. Auf der anderen Seite werden gewisse Einstellungen scheinbar gespeichert, aber nicht dauerhaft. Denn das haben wir bei den Assistenten bei mir gesehen oder auch bei den Fahrzeugeinstellungen. Ein Teil wird übernommen, ein anderer Teil nicht. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass mein Benutzerprofil meiner Testbenutzer nicht synchronisiert wurde, weil es irgendwelche Probleme mit den Skoda-Servern gibt. Aber ganz ehrlich, das ist nicht mein Problem. Das ist ein Problem, das muss Skoda für mich lösen. Ich habe diesen Test einfach an einem Sonntagnachmittag gemacht und es darf einfach keine Rolle spielen, wann ich so etwas mache oder nicht. Es muss einfach funktionieren. Dementsprechend sind die Profile Stand jetzt eine nette Spielerei, ein nettes Gimmick und schön, dass die Sitze angepasst werden, aber mehrheitlich aus meiner Sicht unbrauchbar. Das gleiche Bild zeigt sich bei der MySkoda-App. Als Hauptnutzer ist die praktisch oder zumindest nutzbar. Als weiterer Nutzer habe ich es nicht geschafft, das Fahrzeug darin anzuzeigen. Das heißt aber auch, dass ich die App überhaupt nicht benutzen kann. Auch das mag daran liegen, dass irgendwelche Skoda-Server nicht reagieren, aber da gilt das, was ich eben gesagt habe. Das ist mir egal. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt diverse Anwendungsfehler gemacht habe, weil auch ich nicht alles weiß. Da kann man dann drüber streiten, ob das an mir liegt oder ob das generell ein System ist, das man nicht gut bedienen kann. Und dafür spricht vieles, nämlich unter anderem die unglaubliche Menge an E-Mails, die ihr mir schickt. Erklär doch endlich mal die Benutzerprofile. Und auch die ganz große Menge an Kommentaren von euch, die mir genau das Gleiche gesagt haben. Und wenn ein System nicht intuitiv und einfach ist, dann muss man das besser machen. Insbesondere bei solchen Autos, die so stark softwareabhängig sind. Und da ist Skoda gefragt. Skoda muss hier dringend nachliefern. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber für mich hat dieses Video mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Und darum werde ich weitere zum Thema Benutzerprofile machen und versuchen, noch mehr herauszufinden und dir noch mehr Informationen mitzugeben. So hatte ich es ja auch bereits schon am Anfang angekündigt und es hat sich jetzt auch bewahrheitet. Wenn dir dieses Video bereits gefallen hat, lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo von dir würde ich mich auch sehr freuen, falls du noch nicht abonniert hast. Das hilft, dass der Kanal wachsen kann und dass ich bei YouTube häufiger gefunden werde. Im April
Um Ostern rum habe ich ja das Experiment gestartet, auf viel Werbung auf dem Kanal zu verzichten, im Gegenzug zu spenden. Das hat auch super funktioniert. Ihr habt wirklich viel gespendet und dafür bin ich unglaublich dankbar. Allerdings hat es auch einen negativen Effekt. Wo YouTube weniger Werbung anzeigen kann, da werden die Videos auch weniger ausgespielt und das merke ich schon deutlich. Und aus dem Grund muss ich jetzt eine kleine bittere Ankündigung machen. Ab sofort wird es wieder die sogenannten Mid-Rolls in den Videos geben, also Werbung während des Videos. Ich werde es aber so machen, dass es an guten Stellen ist, wo es wenig stört und auch, dass es vernünftig dosiert ist, sodass es euch nicht zu sehr nervt. Es tut mir leid, das Experiment, das ich um Ostern gestartet habe, muss ich hiermit leider beenden und als gescheitert ansehen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du weiterhin dem Kanal treu bleibst und wenn ich dich im nächsten Video dann wiedersehe. Und bis dahin, bleib energiegeladen.